Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video und diesmal geht es wieder um die Kombination verschiedener Acryltechniken. Ich arbeite auf einem Papier, auf einem Aquarellpapier und das versiegle ich erst einmal mit Acrylbinder. Ihr könnt das aber auch gerne mit Gesso machen. Das funktioniert genauso gut. Und nachdem man dann alles komplett eingestrichen hat, wird das getrocknet mit dem Föhn oder an der Luft. Und danach kann es weitergehen. Ich möchte, wie beim letzten Video auch, mit einer Collage beginnen. Das heißt, ich habe mir eine alte Zeitung ausgesucht und da reiße ich mir jetzt 3 verschieden große, runde oder relativ rundliche Formen raus. Das ist ein bisschen schwieriger als diese länglichen Formen. Man muss da ein bisschen gegen diese Papierstrukturen arbeiten, aber man kriegt es hin. Wie gesagt, es soll auf keinen Fall exakt sein. Es ist einfach nur, um einen Anfang zu finden und um vielleicht auch schon ein bisschen die Komposition zu bedenken. Mal sehen, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Erst einmal hatte ich Blüten im Kopf, aber vielleicht wird es ja auch was ganz anderes. Ich arrangiere das mal ein bisschen auf dem Untergrund und dann klebe ich es auch schon auf. Dazu brauche ich auch wieder den Binder. Von hinten streiche ich die Zeitungsstücke ein und klebe sie dann auf. Und von vorne streiche ich auch nochmal Binder darüber. Damit sind sie gut fest und auch versiegelt. Später wird man da fast nichts mehr von sehen, von den Stücken. Okay, das muss ich natürlich auch wieder komplett trocknen. Dabei hilft mir der Föhn. Wenn ihr das tut, lüftet immer gut. Als nächste Schicht mische ich ein Cadmiumgelb und ein Sienna, nein, das ist ein Ocker, ein lichter Ocker, aber ein transparenter Ocker. Das trage ich auf mit etwas Binder gemischt. Am besten nicht so dicht auftragen, also es soll noch eine helle Schicht sein, eine relativ helle Schicht. Da, wo es zu dunkel ist, da reibe ich einfach nochmal mit einem Tuch drüber. Auf diese helle Schicht tropfe ich nun mit meinen Händen dicke Wassertropfen. Das sieht man jetzt gar nicht. Und mit dem Föhn vertreibe ich diese Tropfen, sodass sie in so Linien und ja, in so wie Ästen über das Blatt meandern. Also ich trockne das nicht komplett, sondern diese Spuren, die da auf dem Blatt sind, die Wasserspuren, die sollen noch bleiben. Ich spritze noch ein bisschen Wasser hinzu aus der Sprühflasche und lasse es ein wenig einwirken. Das sollte nicht zu lange einwirken, damit nicht alles komplett trocken ist. Und nun tupfe ich alles mit einem Papiertuch ab und man sieht, dort wo die Wasserspuren noch feucht waren, dann kann man auch die Farbe ein bisschen wegnehmen und das ergibt nun diese schönen Strukturen. Anschließend muss das natürlich alles wieder komplett trocknen und dann geht es weiter. Nach dem Trocknen geht es weiter mit einer Schicht aus Laubgrün, da glaube ich ist das Laubgrün, vermische ich wieder ein bisschen mit Binder und trage es mit einem feuchten Pinsel, einem sehr feuchten Pinsel auf. Ich nehme auch immer wieder ein bisschen Wasser dazu, damit die Schicht oben drauf feucht bleibt, denn ich will nachher mit Alkohol tropfen. Also es muss schon
richtig schön glänzen obendrauf. Es dürfen aber keine Pfützen sein. Mit einem Spachtel ziehe ich so Graslinien oder Linien durch die Farbe. Nun kommt der Alkohol drauf. Das sieht man erstmal nicht so deutlich. Erst wenn er sich so ein bisschen ausbreitet, dann kommt die Struktur schön raus. Genau. Das lasse ich ein wenig antrocknen. Und es ist noch nicht alles trocken. Ich tupfe den Rest der feuchten grünen Farbe einfach ab. Damit reduziere ich die Kontraste wieder und die Struktur wird sehr leicht und auch nicht zu dunkel. Das muss natürlich auch wieder komplett trocknen. Da hilft mir wieder der Föhn. Und eine weitere Schicht Binder versiegelt die etwas empfindliche Schicht, die durch den Alkohol etwas empfindlicher wurde. Nach dem Trocknen geht es weiter mit etwas Weiß und etwas Binder. Das vermische ich jetzt erstmal ein bisschen. Und das möchte ich jetzt über diese aufgeklebten Collage-Elemente auftragen. Dann nehme ich mir einen Spachtel und kratze sowas weg wieder. Da habe ich auch noch irgendwie die Idee, dass es vielleicht Blüten sein könnten. Naja, ihr werdet sehen, was es hinterher dann tatsächlich wird. Könnten Mohnblüten sein, ja klar. Aber ich verspreche euch, es werden keine Mohnblüten. Mit der restlichen Farbe ziehe ich noch so ein paar Linien da rein mit dem Spachtel. Das gefällt mir ganz gut und deswegen mache ich das noch ein bisschen mehr. Nein, nicht mit dem Pinsel. Ich nehme doch den Spachtel. Das muss erstmal wieder gründlich trocknen. Anschließend, es ist noch nicht ganz getrocknet, wie man sieht, gehe ich mit einem feuchten Pinsel darüber und streiche nochmal so ein bisschen weich die restliche weiße Farbe in die Umgebung hinein. Also muss ich es nochmal trocknen. Jetzt habe ich mir ein Quelinblau ausgesucht, ein helleres Blau. Das vermische ich wieder mit ein bisschen Binder und trage es als Lasur über große Teile des Bildes auf.
Ich kratze nochmal hinein, nochmal mit dem Spachtel. So ein kleines Stück Spachtel. Und in die feuchte Fläche sprühe ich jetzt nochmal etwas Wasser. Ein paar Wassertropfen auf. Das lasse ich ein wenig einweichen und tupfe es nachher vorsichtig ab. Dann kommt wieder ein bisschen von dem Gelb-Grünen hervor an den Stellen, wo das Wasser noch war. Jetzt sieht es tatsächlich aus, als wären es blaue Mohnblüten. Aber es wird sich noch einiges tun. Ich möchte, dass die Struktur noch dezenter ist und noch ein bisschen mehr zurückgenommen. Also kommt noch eine weitere Schicht drauf. Diesmal eine Mischung aus Sienna gebrannt und dem Laubgrün. Eigentlich möchte ich damit die untere linke Ecke etwas dunkler machen. Ich trage es aber auch irgendwie über die anderen Stellen auf. Mir gefällt die etwas wärmere Farbe. Ich nehme auch wieder etwas Wasser dazu, damit es sehr feucht ist, weil ich nachher wieder mit Alkohol reintropfen möchte. Mal sehen, wie das dann aussieht. Ja, der Alkohol macht jetzt deutliche Spuren, aber ich habe sehr viel drauf getropft. Was das ausmacht, werdet ihr gleich sehen. Hier unten links in der Ecke des Bildes ist schon ziemlich viel Alkohol drauf. Und der Alkohol weicht die Schichten auf, die Farbschichten. Wenn es noch nicht ganz trocken ist, tupfe ich das ab, aber ihr seht, was hier passiert. Die Farbschichten sind vollkommen eingelöst, unten links in der Ecke. Und die Farbe geht ab, das wird weiß. Ich habe dann hinterher einfach nochmal ein bisschen von dem Kryolinblau auf diese hellen Stellen gepinselt. Ja, da ist die Schicht ganz schön kaputt. Ich trockne das, dann kommt das Blau drauf, dann trockne ich es nochmal und schon geht's weiter. Ich lege eine weitere Schicht, weiß, sehr dünn mit Wasser verdünnt, drüber. Und ich glaube, bald bin ich an dem Punkt, wo ich anfangen kann auszuarbeiten. Doch erst noch diese eine Schicht vollenden. Relativ viel Wasser nehmen. Jetzt kommt nochmal der Alkohol drauf. Genau, große Tropfen und auch kleinere Tropfen. Und das wird jetzt komplett getrocknet. Das muss wirklich gründlich trocknen. Und wir schauen uns dann hinterher auch mal an, wie das dann aussieht. Hier kratze ich nochmal rein. Also es sind sehr viele Strukturen, die da übereinander liegen. Und wenn man genau hinschaut nach dem Trocknen, sieht man die auch noch alle. Und es ist eine bestimmte Tiefe zu sehen, eine Tiefe des Bildes. Ach, hier muss ich erst noch versiegeln. Also bevor ich ausarbeite, versiegele ich das Bild einfach nochmal mit einer Schicht. Diesmal Acryllack, einem halb glänzenden, also einen halbmatten Acryllack. Und das ist jetzt nach dem Trocknen das Bild. Und wenn ihr da hineinschaut, seht ihr, das sind ganz viele Strukturen. Und das wäre jetzt eigentlich für das Auge schon gar nicht mehr so richtig auseinander fassbar. Ne? Wenn man ganz nah rangeht, dann sieht man da noch diese aufgeklebten Collage-Elemente und die Tropfspuren, die Kratzspuren. Alles ist zu sehen. Und diese Spuren geben mir jetzt eine Leitlinie für meine Ausarbeitung. Und ich habe jetzt tatsächlich immer noch keine Ahnung, wo es dann hingeht. Ich mische mir erstmal eine Farbe und fange einfach mal an, bestimmte Strukturen, die dort zu sehen sind, ein bisschen zu betonen mit opaken Farben, das heißt mit nicht durchsichtigen Farben.
Tatsächlich weiß ich jetzt immer noch nicht ganz genau, wo es hingeht. Aber das sind diese Strukturen, die jetzt an der Stelle sind, wo die Collage aufgeklebt ist. Und ich arbeite mich einfach intuitiv ran und ihr werdet sehen, was passiert. Ich mische mir auch verschiedene dunkle Töne aus dem Preußischblau, was ich jetzt hier genommen habe, und dem Sienna. Und etwas Weiß ist auch mit dabei. Okay. Das ist jetzt auch wieder so eine Art Blüte, die da entsteht. Gefällt mir aber nicht. Und mit einem feuchten Lappen entferne ich große Teile und man sieht, es bleibt aber eine Struktur zurück. Dort, wo die Farbe schon angetrocknet war, dort bleibt die Farbe kleben und es entstehen halt dann wieder neue Strukturen. Ich habe mich jetzt entschlossen, erstmal in Hell um diese große Form herumzuarbeiten und habe mir ein Weiß gemischt mit etwas von dem Gelb. Und hier seht ihr, wie ich das mache. Und das ist so, dass die Farbe, die weiße, die helle gemischte Farbe nach dem Trocknen wieder etwas durchsichtiger wird und ich muss diesen Vorgang später nochmal wiederholen. Während des Trocknens habe ich mir jetzt eine andere Farbe, eine sehr dunkle Farbe gemischt aus Sienna und Schwarz. Und die setze ich jetzt hier in der Negativtechnik ein. Im Nachhinein werde ich aber diese Farbe nochmal komplett übermalen. Das werdet ihr auch gleich sehen. Wie gesagt, ich lasse mich von den Strukturen, die da zu erkennen sind, leiten und ummale sie einfach und entscheide mich in jeder Sekunde neu, wo endet meine Form, wo überlappen sich Formen. Hier wechsle ich wieder zwischen der Negativmalerei eben und der Ausarbeitung dieser Formen. Ich arbeite nicht kontinuierlich an einer Sache, sondern ich springe im Bild immer von hier nach dort. Einmal trocknen dann die Partien besser, die ich dann gerade gemalt habe, und das ist einfach meine Art zu malen. Verfolgt einfach mal, wie es bei mir weitergeht. Also hier seht ihr, unten links habe ich die braune Partie teilweise wieder übermalt. Wieder mit einem gebrochenen Weiß. Und oben links habe ich eine ähnliche Form eingefügt wie unten rechts, nur eben kleiner. Und jetzt arbeite ich diese große grüne Fläche, die da oben noch ist, so ein bisschen aus. Gebe ihr noch ein bisschen Struktur, weniger, aber ein bisschen Komposition. Finde Formen und arbeite diese heraus. Schaut mir einfach ein wenig zu und habt Spaß dabei.
So, das ist jetzt so gut wie fertig. Die Maskierbänder kommen ab. Hier habe ich noch einen Wassertropfen oder Seifenblase oder was es auch immer ist, was ich noch ein bisschen vertiefe. Und hier seht ihr das Bild nochmal komplett. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Versucht es einfach auch mal. Lasst euch einfach in die Kunst fallen und genießt die Zeit. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.